Hey Leute, guckt mal, wie ich mir die Birne verbrannt habe. Aber darum habe ich mir gestern gleich noch eine Sonnencreme gekauft mit Anti-Age. Vielleicht hilft's. Gestern zum Abendessen gab es bei mir Sachen aus dem Lidl. Ja, es muss nicht immer Kaviar sein. Und heute ist geplant, dass wir nach Kroatien fahren. Und jetzt guckt euch mal das Wetter an. Oh, ich muss noch gucken, ob das Motorrad noch hier ist. Aber zuerst das Wetter. Boah, nicht übel, ne? Und? Große Überraschung. Tada! Yeah! So, auf geht's. Heute sehe ich das erste Mal das Meer. Juhu! Das wird cool. Im ersten Teil geht es ziemlich direkt zur kroatischen Grenze. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen Autobahn eingeplant. Und nachher von der kroatischen Grenze vielleicht noch eine Stunde, 2 Stunden Fahrt bis nach Poreč. Poreč? Ans Meer. Ah, geil. Ölstand. Ja, perfekt. Super. Vuoi una borsa? Grazie mille. Grazie. Ciao. Nice. Meinen Kühlschrank befüllen. Verglichen zum gestrigen Tag ist die heutige Route eher flach oder eigentlich komplett flach. Gestern war es ja mega bergig, heute das Gegenteil. Im Übrigen habe ich auch nur etwa 220 Kilometer vor mir. Fahrzeit, also Ankunftszeit etwa 1 Uhr. Aber dann mit all den Pausen wird es dann sowieso wieder irgendwann im Nachmittag. Ist auch egal, wenn ich ein bisschen früher ankomme, weil heute das erste Mal am Meer. Und dann möchte ich das auch genießen und nicht allzu spät da sein. Das ist jetzt heute so ein krasser Gegensatz zu gestern. Wirklich auf einen Schlag, die ganze Landschaft verändert sich. Gerade Straßen, keine Kurven, wow. Aber es war schon schön in den Dolomiten. Fast ausgetrockneter Fluss. Das sieht aus wie eine Wüstenlandschaft. Unfassbar. Grazie. Ich dachte, sie sagte, ja, mach doch mal selbst. Aber heute denke ich, sie sagte eher, bitte warte auf mich.
Hoppla. iPhone a destra, signore? Sorry? Destra regionale. Ah no, scusa. Excuse me. No problem. 1726. Thank you. Ich glaube, das Fahrzeug vor mir reinigt Kanalisationen. Das riecht wie auf. Jetzt beim letzten Tankstopp waren es 9,4 Liter auf 220 Kilometer. Das macht einen Schnitt von 4,2 Liter. Sieht das? Ja, ungefähr 4, etwas, ganz tief in den 4er Liter drin, also ist schon erstaunlich, aber ich bewege das Motorrad natürlich ganz sanft. Miau, 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 miau. So, eine kleine Pause. Eigentlich wäre hier schon das Meer, aber man sieht natürlich jetzt von dieser Raststätte aus noch nichts. So, jetzt sind wir, glaube ich, bei Triest vorbei. Jetzt kommt dann bald mal die slowenische Grenze. Yeah! Das Meer! Jetzt bin ich doch zu früh. Ahaha. Ich hätte später von der Autobahn runtergehen sollen. Ja, jetzt wird spannend. Jetzt habe ich mich zünftig verfahren, aber vor mir ist jetzt ein Slowene. Der wird mich wohl über die Grenze bringen, hoffentlich. Ist es tatsächlich ein bisschen kompliziert. Hier wäre zwar die slowenische Grenze, aber irgendwo kann man oder muss man hier die Plakette kaufen. Musste ich mir doch eine Vignette kaufen, 7-Tages-Vignette für Slowenien, weil es gibt irgendwie die Möglichkeit hier über von der Autobahn wegzugehen, aber ich check das nicht, ich schaff's nicht. War jetzt nicht so schlimm. Elektronisch, Vignette muss man nichts aufkleben, finde ich noch gut. 7,50 € Geht.
Übrigens, ich habe es noch vergessen zu sagen. Welcome to Slovenia! Yeah! 26 Grad, wolkenloser Himmel. Perfekt. Schöne Strecke hier, Slowenien. So, noch 2 Kilometer bis zur Grenze. Das ist jetzt noch die slowenische Seite. Kein Problem. Welcome to Croatia. Ja. Die kroatische Seite kommt erst. Ne? Das ging wirklich gut. Ich hatte viel gelesen in der Vorbereitung, dass es hier lange Wartezeiten gibt und oder? Ah, doch. Kroatische Grenze. Ja. Vielleicht kommen die Probleme doch noch. Freie Durchfahrt. Ha, das finde ich gut. Okay. So, also jetzt nochmals. Welcome to Croatia. Die Gegend hier ist schon wunderschön und die Straßen sind top. Tolle Bedingungen. Da hat mein Navi wieder eine super Route gefunden. Die Temperaturen sind jetzt über 30 Grad, etwa 32 Grad, aber es ist eine trockene Hitze, das ist überhaupt kein Problem. Da oben gibt es eine Burg, kann man da hochfahren. Ha, das probieren wir jetzt gerade mal. So schön. Wow, cool, hey. Ich habe eine Burg gefunden. Diese Ruine hier, die heißt Pietra Pelosa. Die gehen wir jetzt uns mal angucken. Da bezahlt man Eintritt. Wählen Sie Ihre Sprache. Deutsch. 30 Kunas. Okay. Oh oh. Ungültige Karte. Meinst du? Gar nicht ungültig. Ja. Tatsächlich. Ungültige Karte. Das ist... Ah, vielleicht muss man drücken. Ah! Ich bin dumm. So eine. Ja. Bestätigen. Kreditkarte. Jetzt probiere ich es noch ein. Oh. Was für ein Käse. Ja, nee. Ah, vielleicht jetzt. Ja. Joho. Ich hab's geschafft.
Ta-ta. Jetzt. Wow. Start the time machine. Die Festung wird erstmals im 10. Jahrhundert schriftlich erwähnt, als Patriarch Rodoald der Kirche in Porridge die Ruinenfestung schenkt. Gebaut wurde dieses Schloss im 13. Jahrhundert. Ja. Das sieht aus wie ein Geheimeingang. Wow. Oh, da steht einer. Jetzt spricht er noch. Ich bin so erschrocken. Oh, schöne Aussicht. Jetzt ist recht warm geworden. Mit den Motorradklamotten ist das nicht so ideal. Raus geht es automatisch. Ja. Motorrad ist noch da. Ich bin froh. Hat sich die Besichtigung der Ruine gelohnt? Ja, okay, 4 Euro. Wie viel war es? 30 Sekunden, das sind ungefähr 4 Euro. Ja. Skala 1 bis 10, eine 6. Durchaus sehenswert. So, es sind jetzt noch rund 40 Kilometer bis nach Porridge, bis zum Hotel. Und wir kommen etwa um 4 Uhr da an, das ist perfektes Timing. 3/4 Stunden. Aber ich mache sicher noch irgendwo eine Pause. Geh doch mal dahin. Und ein paar Kollegen hat es auch schon hier. Hallo. Hallo, bitteschön. Da. Aber jetzt. Ja, danke. Kalamari. Danke vielmals, bis nächstes. Danke auch. Wiederschauen, tschüss. So, das war doch ganz gut. Jetzt bin ich voll. Mein Gott, so schnell unterwegs. Und dann noch zu zweit. Hey. Der sieht ja gar nicht, wie schön dass diese Gegend hier ist. Ich glaube, die legale Höchstgeschwindigkeit ist 90 Kilometer. Aber ich werde dauernd überholt. Da oben, da ist das berühmte Montafon. Eine Stadt auf dem Berg.
Ich habe jetzt gerade gelesen, das heißt nicht Montafon, das heißt Montafon. Fast dasselbe. Jetzt sind es noch etwa 5 Kilometer. Jetzt sieht man dann das Meer. Hoho. So, wir haben es geschafft. Das ist Poreč oder Poreč oder so ähnlich. Jetzt gehe ich zuerst zum Hotel einchecken und dann gehen wir rutschig und dann gehen wir, Moment, schnell konzentrieren, und dann gehen wir an den Strand. Parking nur für Hotelgäste mit einer Schranke. Wie geht das? Dann machen wir das so. Oder vielleicht kann ich vorne durch. Ja? Komme ich da durch? Dann komme ich doch durch. Haha! Juhu, geschafft. So, Hotel Poreč. I have a booking for tonight. Okay, and with your ID. Room is on 17, it's on the first floor. Here is Wi-Fi code for the internet and breakfast is 7 till 10 here in the restaurant. Okay. So. 117. Hey, das ist die gleiche Nummer wie in Frankreich damals im... Wo war's? Ich hab's vergessen. Wie die Ortschaft heißt. 117. 117. 117. Da. 117. Tata. Okay. Ah, hier. Gui. Ja, das ist doch super. Ja, cool. Ich sehe das Meer. Ich werde wahnsinnig. Unfassbar. Oh, ist das aufregend. Da gehe ich nachher gleich hin. Jetzt packen wir zuerst mal aus. Also ich alleine. Ihr könnt zuschauen. Und dann gehe ich runter zum Meer. Paradies. Wenn man da vorne ganz genau guckt, dann sieht man das Meer. Gehen wir noch ein wenig die Umgebung auskundschaften, dann natürlich ans Meer und Sonnenuntergang genießen. Jetzt habe ich direkt Gänsehaut. Das ist so richtig Urlaub, Ferien. Genau so habe ich es mir vorgestellt.
für ein wunderschöner Ort. Ich bin total geflasht. Hey, diese Stadt Poreč, die beeindruckt mich wirklich. Also ich bin total hin und weg. Jetzt ist es etwa 9 Uhr. Ich trinke noch ein bisschen günstigen Wein aus dem Tetra Pak. Und dann gehe ich nochmals zurück, stürze mich ins Nachtleben. Wow. Cheers. Köstlich.